91 Heinrich Walzer beim Training. Startnummer 91 hat eine Trainingszeit 22:58. Nummer 80 Herbig Haller. Nummer 373, das ist Walter Schweiger. So wird er seinem gesperrten Bruder Konrad einspringen. 373, 27:78. Nummer 89 Werner Maus. Das Zeltlager. Die Zeitnahme. Die Nummer 87 Herbert Maus. Dass Sie auch Schocker fahren können. Der erste Lauf eines Renntages ist der Juniorlauf. Hier können Neuanfänger starten, deren Lizenz noch nicht älter als ein Jahr ist. Mit der Nummer 77 Johann Listel und mit der Nummer 79 Johann Gerstensteiner. Und die Nummer 369 Karl Freundl. Karl Freundl. Ausgesprochenes Pech hatte Johann Gerstensteiner. In seinem ersten Rennen fiel er bereits in der ersten Runde aus. 369 oder auf dem dritten Platz die Startnummer 287.
Johann Listel belegt am Ende den zweiten Platz und Karl Freundl den dritten. Den ersten Überschlag in diesem Rennen. Ein VW Käfer hat sich auf die Seite gelegt, die Feuerwehr stellt ihn auf. Hier die Sieger mit ihrem Pokal. Der Kommissar kontrolliert, ob alles in Ordnung ist, ob der Fahrer das Fahrzeug verlassen will, ob er unverletzt ist. Der Fahrer steigt aus. Links Karl Freundl und rechts Johann Listel. Der erste Pokal ist doch der schönste. Der Klasse unverbaute Fahrzeuge gefahren. Der Meisterschaftslauf in der verbauten Klasse. Nummer 87 Herbert Maus. Endlich geschafft. Nummer 373 Walter Schweiger. Nummer 89 Werner Maus wie noch hinter seinem Bruder konnte diesen Lauf gewinnen und Walter Schweiger wurde Zweiter. Herbert Maus belegte am Ende den vierten Platz. Hier bereits der Start zum zweiten verbauten Lauf. Vorne Nummer 89 Werner Maus und dahinter Herbert Maus. Und die Nummer 373 Walter Schweiger. Außerdem dabei Nummer 81 Lothar Weiß. Hier das Aus für Werner Maus nach einem Unterbrecherdefekt. Hier wird Lothar von Lotte gebremst und fällt aus. Walter Schweiger versucht vergeblich, das Fahrzeug von Werner Maus anzuschieben. Herbert Maus wird in diesem Lauf Dritter und Walter Schweiger Vierter. Hier der Meisterschaftslauf der unverbauten Klasse. Die Nummer 370 Albert Finzel, Nummer 88 Sandra Gerl, Nummer 91 Heinrich Walzer, Albert Finzel, Nummer 83 Max Mölzel,
und die Nummer 80 Herbie Koller. Nummer 91 Heinrich Walzer kann diesen Lauf gewinnen und Herbie Koller wird Zweiter. Der Sieger Heinrich Walzer. Meisterschaftslauf der Damen. Nummer 376 Elisabeth Schmidt. Nummer 377 Maria Kaverer. Und die Startnummer 75 Christa Gucci. Elisabeth Schmidt erreichte in diesen Rennen den zweiten Platz und dies reichte, um die Führung in der Damenmeisterschaft zu behaupten. Aus der verbauten Gasse. Vorne Nummer 89 Werner Maus und dahinter sein Bruder Herbert Maus. Nummer 373 Walter Schweiger und Nummer 81 Edgar Weiß. Walter Schweiger. In diesem Lauf gelang wieder ein totaler Erfolg unseres Teams. Herbert Maus wurde Erster, Werner Maus Zweiter und Walter Schweiger Dritter. Und Lothar Weiß noch Fünfter. Der Endlauf in der unverbauten Klasse. Nummer 91 Heinrich Walzer. Nummer 376 Elisabeth Schmidt. Johann Listel Nummer 77 bereits ausgefallen. Nummer 91 Heinrich Walzer und dahinter Nummer 80 Herbie Koller.
Heinrich Walzer belegt am Ende den 3. Platz und erhält hier einen Siegerkranz. Der 5. Meisterschaftslauf fand am 23. September in Irfersdorf bei Beilngries statt, nachdem er zweimal wegen schlechten Wetters verschoben werden musste. Der Meisterschaftslauf in der verbauten Klasse, vorneweg Nummer 89 Werner Maus und dahinter Herbert Maus. Und die Nummer 372 Konrad Schweiger. Nummer 87 Herbert Maus und Konrad Schweiger. Werner Maus gewann diesen Lauf und Herbert Maus wurde Dritter. Unser Team hatte damit in der Gesamtwertung die Führung übernommen und sich als Gruppensieger für den Endlauf qualifiziert. Müde vom Zuschauen, Sepp Mölzl. Der Meisterschaftslauf in der unverbauten Klasse. Und Rennen, Stopp! Nummer 370 Albert Finzl. Dahinter Heinrich Walzer und Max Mölzl. Das Aus für Albert Finzl. Herbig Haller, Nummer 80, hatte Schwierigkeiten mit der Motorhaube. Noch 6 Runden in Führung. Die Startnummer 200. Die Startnummer Nummer 88 Xaver Gerl. Hier im Kampf mit Gerhard Glatt, dem späteren bayerischen Einzelmeister. Max Mölzl belegte am Ende den 2. Platz und dies reichte ebenfalls zum Gruppensieg. Die unverbaute Klasse hatte sich auch für den Endlauf qualifiziert. Der 2. Lauf in der verbauten Klasse, Nummer 89 Werner Maus und vor ihm Nummer 87 Herbert Maus. Hier hängt Werner Maus im Wall fest. Er kann dann mit 2 Runden Verspätung weiterfahren. Lothar Weiß. Herbert Maus wird in diesem Lauf Zweiter und Konrad Schweiger Dritter. und der Zwischenstand. Der Endlauf in der verbauten Klasse, Nummer 89 Werner Maus und innen Nummer 87 Herbert Maus. Dahinter Konrad Schweiger und Lothar Weiß.
Endlauf gab es wieder mal ein super Ergebnis. Herbert Maas wurde Erster, Werner Maas Zweiter, Konrad Schweiger Dritter und Lothar Weiß Vierter. Drei Erstplatzierten. Vierter Platz die Startnummer 338 und fünfter die Startnummer 200. Endlauf in der unbebauten Klasse. Vorneweg Nummer 371, Franz Kerschersteiner. Bereits ausgefallen die Nummer 375, Christine Bucher. Ebenfalls dabei die Nummer 75, Christa Gucci. Sie hatte den Damenmeisterschaftslauf gewonnen. Unsere Damen waren damit ebenfalls Gruppensieger und für den Endlauf qualifiziert. In der Geschichte des Bayerischen Stockerverbandes bedeutete dies einen neuen Rekord. Noch nie hatte sich ein Verein mit den 3 Mannschaften als Gruppensieger für den Endlauf qualifiziert. Nummer 371, Franz Kerschersteiner, kann diesen Endlauf gewinnen. Die Startnummer 371, an zweiter Stelle die Startnummer 401. Der erste Lauf in Zollern war der Meisterschaftslauf der verbauten Klasse. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren fanden nicht mehr 2, sondern nur noch ein Meisterschaftslauf statt. Die Punkte, die im Laufe der Saison gesammelt wurden, wurden mit in das Rennen genommen. Wir hatten als Gruppensieger dadurch ein kleines Punktepolster. Herbert Maas. Werner Maas. Herbert Maas schaltet hier einen unserer ärgsten Konkurrenten aus.
Werner Maus wurde in diesem Rennen Zweiter, Konrad Schweiger Dritter und Herbert Maus Vierter. Dies waren 6 Punkte für die Meisterschaft und wir waren damit mit 10 Punkten Vorsprung bayerischer Meister 1984 in der verbauten Klasse. Die Siegerehrung. So, nun zum Sieger der Besten überhaupt, und das war das ganze Jahr über schon absehbar. Wer hat diesen schönen großen Wanderpokal mit nach Hause nehmen wird, nämlich die Fahrer des SCC Grünthal. Applaus für unsere bayerischen Meister. Maus Werner, Maus Herbert und Schweiger Konrad, sie sind die absoluten Sieger. Die Meistermannschaft mit den Pokalen. Werner Maus, Konrad Schweiger und Herbert Maus. Nicht zu vergessen die beiden Ersatzfahrer Lothar Weiß und Walter Schweiger. Die zweite Entscheidung fiel im Meisterschaftslauf der Damen. Wir starten Maria Kagerer, Elisabeth Schmidt und Christa Gucci. Unsere Damen brachten aus den Vorläufen 6 Punkte Vorsprung mit. Sie konnten es sich deshalb erlauben, die Zweitplatzierten, das waren die Red Stars aus Landshut mit den blauen Autos, in Schach zu halten, um nicht mehr eingeholt zu werden. Dies gelang ihnen auch und der 5. Platz von Maria Kagerer reichte, um den Meistertitel zu erringen. Maria Kagerer. Die Siegerehrung. Unsere Damenmeister. Christa Gucci, Maria Kagerer und Elisabeth Schmidt. Nicht mit auf dem Wagen die Ersatzfahrerinnen Christine Bucher und Petra Lermer. Und hier der Endlauf in der unverbauten Klasse. Hier musste unbedingt gepunktet werden, da der Zweitplatzierte, das Jura-Team aus Ballengries, in den weiß-blauen Autos punktgleich mit uns war. Start Nummer 80 Herwig Haller und Nummer 370 Albert Finzel, Nummer 83 Max Mölzel, Nummer 91 Heinrich Walzer und Nummer 88 Xaver Gerl. Herwig Haller führte von Beginn an und gab diese Führung bis ins Ziel nicht mehr ab. Albert Finzel wurde Zweiter. Damit hatten wir unseren 3. Meistertitel errungen. Ein Rekord, den so bald niemand wiederholen dürfte. In der deutschen Meisterschaft, in der kein separater Endlauf stattfindet, sondern die gesamten Ergebnisse des laufenden Jahres gewertet werden,
erreichten wir in der unverbauten Klasse den zweiten Platz, in der verbauten Klasse den ersten und in der Damenklasse ebenfalls den ersten Platz. Die Siegerehrung. Den Zweitplatzierten, die Strauen liegt etwas Grünthal zu den SCC Grünthal. Der absolute Sieger des heutigen Tages. Unsere Meistermannschaft: Herbie Kaller, Heinrich Walzer, Albert Finzel, Max Mölzl und Xaver Gero. Und die beiden Ersatzfahrer Johann Judimann und Johann Mölzl. Hier der Endlauf um die Einzelmeisterschaft in der verbauten Klasse. Werner Maus, der die besten Chancen auf den Titel gehabt hätte, musste leider vor dem Start wegen einer defekten Benzinleitung ausscheiden. Im Rennen Herbert Maus und Konrad Schweiger. Hier das Aus für Herbert Maus. 3,72 Konrad Schweiger belegte am Ende Platz 3. In der deutschen Einzelmeisterschaft, in der wieder die ganze Saison durchgewertet wurde, siegte Herbert Maus vor Werner Maus. Der Endlauf um die Einzelmeisterschaft der Herren. Hier sind startberechtigt die 10 Besten der Gruppe Süd und der Gruppe Nord. Von unserem Team am Start Nummer 80 Herbie Kaller und Nummer 91 Heinrich Walzer. Herbie Kaller kann zwar hier nicht mehr punkten, in der Gesamtwertung reicht es aber für den 5. Platz. Der Endlauf um die Einzelmeisterschaft bei den Damen. Hier hatte Maria Kagerer mit 2 Punkten Rückstand noch Chancen auf den Titel. Mit dabei Nummer 75 Christa Gucci und Nummer 376 Elisabeth Schmidt. Nummer 75 Christa Gucci wurde in diesem Lauf Dritte.
Maria Kagerer wurde in diesem Lauf Zweite und dies reichte zum Titelgewinn. Sie wurde zum dritten Mal hintereinander bayerische Einzelmeisterin. Die Siegerehrung. Die bayerische Einzelmeisterin Maria Kagerer. Der Tagessiegerlauf in der verbauten Klasse. Start Nummer 81 Lothar Weiß, Nummer 89 Werner Maus und dahinter Konrad Steiger. Hier bereits das Aus für Lothar Weiß. Obwohl Werner Maus und Konrad Schweiger aus der letzten Reihe starten, belegten sie am Ende Platz 1 und 2. Zum Abschluss der Saison fuhren wir bei einem Rennen in Lamprecht in Oberösterreich. Dieses Rennen veranstaltet der befreundete Verein Weibach-Gurten. Nummer 383 Max Mölzl. Nummer 380 Derwig Haller und dahinter Nummer 24 Werner Maus auf einem VW 412. Derwig Haller und Werner Maus hatten sich vorgenommen, hier nicht auf Sieg, sondern nur auf Dreschen zu fahren, was sie dann auch eifrig taten. Hier Werner Maus. Und wieder Werner Maus. Meisterschaftslauf über 1700 Kubik. Nummer 27 Heinrich Walzer, der in dieser Klasse Klassensieger wurde. Derwig Haller. Es geht mit Nachsitzen.
377 Maria Kavere. 24 Werner Maus. Nummer 383 Max Mölzel kann auch diesen Lauf gewinnen. Maria Kavere wird Zweite. Der Hoffnungslauf in der unverbauten Klasse. Dabei Nummer 380 Erwin Haller, 24 Werner Maus, 376 Johann Judimann. Werner Maus wieder in Aktion. Nummer 382 Wolfgang Joachimsthaler gewann diesen Lauf. Und 376 Johann Judimann wurde Zweiter. Erwin Haller gibt nicht nach. Werner Maus konnte sich mit einem 4. Platz gerade noch für den Endlauf qualifizieren. Das noch geschafft. Und gleich der nächste. Start zum Endlauf in der unverbauten Klasse. Nummer 378 Johann Mölzel. Dahinter Nummer 382 Wolfgang Joachimsthaler. Johann Mölzel wurde in diesem Lauf Zweiter. Mit dabei Nummer 24 Werner Maus. (376) Johann Judimann wurde am Ende Dritter. Werner Maus. (382) Wolfgang Joachimsthaler. Er wurde am Ende Vierter.